In diesem Tutorial schauen wir uns die Visualisierung einer PV-Anlage im Ulux IoT Designer an. Die Daten stammen aus einer echten PV-Anlage und werden über Node-RED per MQTT an den Broker übermittelt. Wir gehen bei diesem Beispiel davon aus, dass Sie das Demo-Projekt geöffnet haben und sich bereits mit Ihrem MQTT-Broker verbunden haben. Als nächstes öffnen wir das PV System Example Design. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen vor allem die Variablen erklären. Dazu beginnen wir mit Production. Der Name wurde bereits vergeben. In der Subscription wird der Topic ausgewählt, von dem die Informationen über die Produktion der PV-Anlage kommen. Es handelt sich um einen Analogdatentyp, da wir ja Zahlen erhalten. In diesem Beispiel bekommen wir die Energie in Kilowatt und diese Kilowatt wollen wir mit 3 Nachkommastellen darstellen. Im Analogbereich geben wir die minimale Erzeugungsleistung und die maximale Erzeugungsleistung der PV-Anlage an. Bei dieser Anlage sind das 11 kW. In der Auswertetabelle haben wir zusätzlich hinzugefügt, dass bei einer Erzeugung von größer gleich 1 kW die LED grün leuchten soll. Derzeit erzeugt die Anlage 4,899 Kilowatt. Die LED leuchtet grün. Die Variable wurde sowohl mit dem Icon-Titel und mit dem Symbol verknüpft. Zum einen mit dem tatsächlichen Symbol, das ist die obere Hälfte, und auch mit der Laderichtung. Bei einem PV-Modul gibt es natürlich nur eine Richtung. Es kann nur Energie erzeugen, nicht verbrauchen. Als nächstes schauen wir uns den Battery Level an. Auch hier bekommen wir unsere Informationen wieder per Topic. Es handelt sich wieder um einen Datentyp analog, diesmal jedoch ohne Nachkommastellen und mit der Formatierung Prozent. Im Analogbereich haben wir Prozent ausgewählt. Der Batteriestatus liegt zwischen 0 und 100%. Derzeit ist die Batterie voll. In der Auswertetabelle haben wir zusätzlich noch Informationen eingetragen. Unter 10% wird die LED rot dargestellt und der Text empty als leer. Alles unter 15% wird mit rot und dem tatsächlichen Prozentwert dargestellt. Größer gleich 100, Akku ist voll und wird grün dargestellt. Größer gleich 95, Prozentanzeige, Akku grün und alles andere, sprich zwischen 15% und 95%, wird mit der Prozentanzeige und gelb dargestellt. Diese Variable wurde mit dem Akkusymbol verknüpft und der passenden LED. Beim Akkusymbol gibt es jedoch noch eine Besonderheit. Die Energierichtung ist ja aus dem Ladestand nicht erkennbar. Daher haben wir für die Laderichtung die Variable Charging Power verwendet. Die schauen wir uns als nächstes an. Die Informationen bekommen wir wieder per MQTT. Die Daten werden wieder in Form von Kilowatt übermittelt mit 3 Nachkommastellen. Und der Analogbereich ist hier besonders interessant. Die Ladeleistung liegt im Bereich von minus 5 Kilowatt bis plus 5 Kilowatt. Dabei entspricht im gesamten IoT-Designer ein Plus immer Entladen bzw. Bezug und ein Minus Laden bzw. Verbrauch. Und der Richtungsmodus kann hier auf automatisch festgelegt werden und auf Basis dieses Richtungsmodus erkennt das System, in welche Richtung diese Animation laufen muss.
Derzeit läuft sie gar nicht. Warum? Weil der Akku voll ist und de facto keine Energie oder fast keine Energie in den Akku fließt oder aus dem Akku herauskommt. Und diesen Bereich, den nennen wir die Nulltoleranzgrenze. Derzeit fließen zum Beispiel 17 Watt in den Akku. Wir haben aber 1% angegeben. 1% von 5 Kilowatt entspricht 50 Watt, also alles von plus 50 Watt bis minus 50 Watt wird als Null dargestellt und daher es läuft keine Animation. Wir schauen uns als nächstes den Verbrauch an, Consumption. Auch hier wurde die Subscription wieder ausgewählt, der Topic ausgewählt. Datentyp ist wieder analog in Form von 3 Nachkommastellen mit Kilowattanzeige. Der Verbrauch kann nur positiv sein. Das Haus kann ja keine Energie erzeugen. Der minimale Wert ist daher 0. In diesem Fall haben wir einen Maximalverbrauch von 3 Kilowatt. Warum 3 Kilowatt? Schauen wir uns an der Animation an. Diese Animation wird schneller, je höher der Verbrauch ist. Die schnellste Geschwindigkeit wird bei 3 Kilowatt erreicht. Alles, was darüber hinausgeht, läuft mit dieser schnellsten Animation ab. Die Informationen, wie viel Kilowatt tatsächlich verbraucht werden, werden jedoch tatsächlich angezeigt, da dieser Wert nicht begrenzt wird. Die Richtungserkennung kann natürlich wieder automatisch laufen. Auch hier haben wir eine Auswertetabelle, die abhängig vom Verbrauch die LED unterschiedlich darstellen lässt. Als nächstes schauen wir uns den Netzbezug an. Die bekannten Informationen haben wir bereits eingetragen. Hier haben wir 2 unterschiedliche Werte für den negativen und den positiven Wert. Minus bedeutet hier die Einspeisung und Plus der Verbrauch. Warum sind hier 2 unterschiedliche Werte? Der Überschuss der PV-Anlage kann hier bis zu 10 Kilowatt betragen, während der Verbrauch höchstens bei 5 Kilowatt liegt. Auch hier gibt es eine Auswertetabelle, um zu zeigen, ob alles im grünen Bereich ist. Sprich, sobald ich eine Einspeisung ab 100 Watt habe, leuchtet die LED grün. Auch diese Variable wurde mit dem Symbol verknüpft und mit der LED verknüpft. Zusätzlich haben wir dieses Design mehrfach kopiert und verschiedene Bibliotheken ausgewählt. Alle folgenden Beispiele sind mit den gleichen Variablen verknüpft. Der IoT-Designer kümmert sich ausschließlich um die Visualisierung. Woher die Daten kommen, ist völlig flexibel. Probieren Sie es am besten direkt mit Ihrer eigenen Anlage aus. Die Struktur lässt sich auf nahezu jedes Setup übertragen. Viel Spaß beim Ausprobieren!